Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Ja, beim letzten Mal haben wir die nächste Kugel gefunden, den nächsten Erdgeschichtsstein. Und dementsprechend werden wir den jetzt anklicken. Roter Irisstein Ed. Laila reiste mit einem unbekannten jungen Hirten. Ein starkes Band des Vertrauens verbindet sie. Oh fuck. Kriegen wir jetzt noch irgendwelche Infos, die wir noch nicht haben zu Laila? Ist sie vielleicht schuld an Helldive? Wer weiß. Oh oh. Das ist auf jeden Fall nicht Sorey, obwohl wir da auch überall waren. Haben die da alles schon gesehen, ey? That was killer, Lila. You were in perfect harmony. Man, I'm actually a bit jealous. Yeah, compared to him. You've still got a long way to go. Lila, I wish I could go on a journey like that with you. Sorey. Excuse you, Sorey. Huh? Yes. This journey now is every bit as enjoyable as it was back then. Thanks to everyone here. So eine Labertasche. Bitte, nehmt Rache für meine Freunde. Punkt, 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 Punkt. Was sagt er noch? Es tut mir so leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ich bin ein alter, schwacher Narr. Are you really going to take on his request? Yeah, I mean, I kinda already did. Huh. Are you sure this is okay? I hate to sound harsh, but those children were accomplices in a crime. Yeah, meaning in this case, the mercenaries punished the group of thieves who caused them all this trouble. But, I mean, those kids were just trying to survive. They knew they were doing the bad thing, and they were trying to break free of that vicious cycle. Someone took advantage of that and murdered them. What those kids did was wrong, but even so, the one who betrayed them was just as wrong. Maybe, but Sorry. I don't know the right answer to this. I'm not blaming you. I'm sorry if I made you feel that way. And it's not like it's just their problem. Huh? Just don't worry about it. Seriously. I'll totally do the detective work. If it's a Hellion thing, it's all you. All right. let's find out who's behind it all first. You got it. Oh yeah, almost forgot. I should ask Agil to look after these kids. Okay, das heißt, wir müssen theoretisch uns drum kümmern, dass das gerecht wird, das Ganze. Die Frage ist, wo treibt es uns jetzt hin? Also, wir können natürlich in die Gaferis-Ruine. Ich sehe schon, die Dungeons haben wir jetzt eigentlich relativ gut durch, außer die Ruine. Und das sind die nördlich von Pendragu. Die sollten wir auf jeden Fall machen. Das ist das, worüber die Händler erzählt haben. So, Malend haben wir hier noch offen. Und wir haben natürlich die Westungsschlucht offen und das Zagot-Moor. Ansonsten ist alles fein. Gut. Ja, okay. Dann gehen wir nach Malend. Erstmal. Und gucken mal, was da geht. Denn wir haben ja gehört, da ist ein Händler zu Reichtum gekommen aus irgendeinem Grund. Und dem muss man natürlich nachgehen. Erstmal essen wir aber ein schönes Maibo-Curry-Brötchen. Ja, Mampf, Mampf. Yes, an abnormal amount. But I gotta say, their abilities really are helpful. Why does everyone leave them alone? Yeah, you'd think there would be droves of Seraphim asking for their help. Long ago, there was in fact an enormous demand for them. They were booked up for months at a time. So why are they just wandering around now? One day their leader, well, their leader-ish person, rose up against the extreme work conditions, demanding autonomy for Norman Seraphim, plus a significant raise in wages. He called on the other Norman to join the fight for independence. A Norman revolt? Were there many casualties? None. The only one pushing for independence was the leader-ish fellow. The others were simply like, we don't mind helping, but it'd be real sweet if we could get maybe a Oh my God. break between crunch time.
And that was more or less that. So easy going. But that's Norman for you. And what happened to the leader? Well, that's a whole nother... After a protracted battle with another Seraph, he lost and was never seen again. Or so the story goes. Huh. So Norman have their own history too. Warum auch nicht, oder? But you sure know a lot about Norman, Edna. You really must like them a whole... I just hear rumors, that's all. Moment! Moment! Hat sie nicht einen Norman an ihrem Schirm? Ja, okay, lassen wir das so im Raum stehen. Das ist ihre Angelegenheit. Da werden wir uns nicht weiter drum kümmern. So, da sind wir zurück in Malen. Wo geht's denn hier runter? Bin ich blöd? Hallo? Ach, da hinten. Wie voll das hier geworden ist mittlerweile, ey. Lol. Wenn ich zurückdenke, als wir das erste Mal hier angekommen sind, mega schlechtes Wetter und alles drum und dran hier, ne? So, dieser Schurke Logos ist mit der Reparatur der Grifflet-Brücke beauftragt worden. Dabei war er eigentlich nur ein Irissteinhändler. Ein einfacher Edelsteinhändler, könnte man sagen. Mein Quelle wollte nicht viel sagen, aber es klingt nach einer direkten Anordnung vom Kanzler Bartlow. Nenn es den 6. Sinn eines Kaufmanns, aber dahinter steckt doch mehr, als er zugeben will. Klingt auf jeden Fall seltsam. Ganz hinten. So, da ist auch noch irgendwas. Der Irisstein ist im Heiligtum. Du kannst ihn gerne haben. Hä? Habe ich doch schon geholt. Moment. Habe ich ihn einfach nur nicht angequatscht oder bin ich gestorben und hab den nie wieder geholt? Das müssen wir mal kurz checken. Aber eigentlich hatte ich den doch. Ja, der ist weg. Okay. Gut. Dann gehen wir hoch zur Bibliothek. Eigentlich können wir da mal wieder reingucken. Vielleicht ist da ja auch noch irgendwas. Und der Riesenbaum hier, ey. Ist heftig. Allein die Wurzel ist gigantisch. Vom Baum gar nicht zu sprechen, ey. Heftig. So. Gucken wir mal, was jetzt vor sich geht hier. Da steht auf jeden Fall jemand, der mit mir reden möchte. Hey, willst du etwas über den Spion wissen, der Informationen an das Reich Roland weitergibt? Aber wenn du mir einen Gefallen tust, könntest du mein Vertrauen gewinnen. Na, was meinst du? Ja. Bist du einverstanden? Dann bring mir Faunenfedern. Die Faunen leben im Patinawald. Es sind nur Federn, aber jetzt, wo die Armee Glefit Alp geriegelt hat, bekommt man sie nur schwer. Jetzt muss ich Federn holen? Na gut. Warum sind hier eigentlich noch so viele Spinnweben? Geht hier immer noch niemand hin? Das ist sehr schade, wenn das so ist. Gucken, was hier so los abgeht. Nichts. Ist ja langweilig. Oh Mann, ich dachte, hier ist irgendwas jetzt. So, dann können wir uns aber auch hier gleich porten. So, das heißt, hier ist jetzt... Aber guck mal, Marland ist immer noch irgendwas. Achso, vielleicht aber... Warte mal. Palen... Patinawald, sagte er, ne? Gucken wir mal. Irgendwelche Faunenfedern. Da. Von dem vielleicht? Von diesem kleinen V da? Vielleicht? Königsv. 11.000. Alter. Feuer. Den brennen wir nieder. Edna? Sometimes even sheep want their wool cut. Well, sheep are different. So. Und dann wird sich verwandelt. So, jetzt grillen wir ihn. Gegrillten V gibt's jetzt. 8000.
Aua. So. Und Woods. Ich vermute ja fast, der ist fast down. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Und down. So, Faunfeder. Sehr schön. Das heißt, wir können schon wieder zurück. Da ist Kingfix. So, dann auf nach Malend. Vor dem... Ja, das ist ja perfekt. Dann direkt vor dem Museum, da bin ich ja direkt bei ihm. So, mal gucken, was er zu sagen hat. Du hast dich also durch die Absperrung bei der Armee gemogelt. Nicht schlecht. Also gut, ich vertraue dir. Du suchst Informationen über einen Spion in Reich Rollins, nicht wahr? Geh zum unterirdischen Vivia-Aquadukt in Damensee. Dort wirst du direkt auf etwas stoßen. Oh, interessant, interessant. Ich frage mich, ob im Malend immer noch was ist. Nee, siehst du, jetzt ist da nämlich nichts mehr. Ah, Damensee. Das ist interessant. Also, das ist jetzt wirklich interessant. Vielleicht ist es aber auch eine Falle, wer weiß. Wir werden es rausfinden. Wir sind ja gleich da. Es wird mir auf jeden Fall gerade noch nichts angezeigt. Mal gucken. So. Diese Folge hier sollte übrigens kommen, wenn unsere letzte Woche in Japan angebrochen ist. Ich glaube, diese Folge kommt einen Montag. Das heißt, am Samstag dieser Woche quasi fahren wir zurück. Und dann sind wir wieder da. So, okay. Speichern erstmal. Gucken, was uns da unten erwartet. Ist ja direkt hier vorne, lol. Ist sie der Spion? Don't move. You are under arrest for leaking confidential info. Looks like Alicia came to the same conclusion. What is the meaning of this? I'm sorry, this is just a misunderstanding. Please take your leave, Princess. This is... Don't make excuses. I found evidence of connections to Rollins in this very residence. Renovations for Grifflet Bridge, order forms of military arsenal, unauthorized transactions for... That is simply a reward for his support. Support? Logos is an important person who connected Rollins and Highland through unofficial diplomacy. What does that mean? On the surface, diplomacy between Highland and Rollins has been cut. He must have been negotiating with them on his own for some time in secret. So then he's not a spy, but a liaison. Meaning, even with the war going on, there's been work done. Such is politics. So ein This Quatsch. is a major problem. If the channel gets blocked, both countries will fight until they're both obliterated. But no one ever told me anything about it. Of course they didn't. Not to someone like you. Der ist ja I nett. hope you're prepared to pay for your indiscretion. In any case, we must change our strategy. We will be expecting your sincere apology at a later date. Understood. Da, Kugel. Warum lassen die Dinger mal fliegen? Verstehe ich nicht. So. Dann haben wir sie aber auf jeden Fall gefunden. Ich finde das eigentlich finde ich das ganz nice, muss ich sagen. Also letztendlich ist es zwar jetzt so ein bisschen Abbrennen von alten Orten, aber dadurch erfährt man Hintergrundstory und das finde ich ziemlich cool. Grüner Irestein Tree. Eine unerbittliche Reihe an tragischen Ereignissen stürzte in den General herein. In seiner Familie kommt einer nach dem anderen auf grausame Weise um. Es ist beinahe wie ein Fluch. Der sieht aber arg nach dem Typen aus. Nach dem Bösen.
Die wurden ermordet. Verbrannt. Oh mein Gott, ey. Und er rastet. Er hängt. Und seine Kinder wurden totgeritten. Oh, fuck. What just happened? It was like people in his family just died. Looks like it. Pretty much all of them, one after another. It couldn't have been coincidence. Were they murdered? Sah fast so aus irgendwie, ne? Okay, das war natürlich heftig. Ja. Also da kann man ja fast verstehen, dass er böse geworden ist, aber warum? Ja, weiß ich nicht. Na, man kann es verstehen, ja. Aber das ist trotzdem heftig. So, Gaferes Ruin. U3. War ich da schon mal? Scheinbar. Hä? Warum habe ich denn den Irisstein da liegen lassen? Was zum Henker? Grüner Irisstein, Zephyr. Der General hat ein Kind, aber es ist kein menschliches Kind. Und er stößt einen Schrei der Verzweiflung aus. Was? Ist das dann ein Laib Brot oder was? Oder hat er ein Hellion geboren? Ew. Hat er gerade sein Kind ermordet? What was that? That baby. That can't be real, can it, Lila? How could anything like that happen? The Earth and Historia record the events of the past. So, that really happened? And it wasn't just some random tragedy. You couldn't do something like that without using seraphic arts. You mean a Hellion or Seraph used an art on humans? Most likely for revenge. Pretty disturbing art. No, more like pretty disturbing art user. But his family had nothing to do with this. Maybe the goal was to rob him of his purpose in life. Way more brutal than just walking up and killing him. Das stimmt wohl. Surely no one deserves that kind of treatment. No matter what they've done. Well, we've met our first goal. Well, it would have been nice if we could have investigated before the place got ransacked. But it looks like it happened a long time ago. There's actually something I've noticed about that. Don't you think that the stones and decorations looted from here may have been used in Pendrago's architecture? It's possible, given the location and the era. Right. And if we can find out where they've been used, we might be able to find the hidden history of Pendrago. If we compare with Lady Lake, which utilized the Vivia subterranean aqueduct, we might find what people in that era were thinking. Sounds awesome! Good thinking, Mikleo. And that's not all. If we build upon our current hypothesis... Gleich wird sie unterbrochen. Hang on. I don't get what's so awesome about this. But they're so enthused. Guess I'm the clown again. No, that was a smile of praise. To the true king of the Ruin Geeks. Even the Ruin Geek Shepherd. Hooray for the Ruin Geek Shepherd. What kind of shepherd is that? I don't think I've ever heard of it. Then that makes Sorey the first. No objections? I guess. Wie geil. Warum habe ich denn den Irisstein liegen lassen, bitte, wenn ich hier schon mal drinne war? Wie traurig ist das denn? Das ist echt bitter. So, Suche nach den restlichen Irissteinen. Wir müssen weitersuchen. Aber die Suche geht ganz gut voran, denn hier sind wir fertig. Hier sind wir fertig. Und wir gehen in Safgottmoor. Haben wir noch was? Oder Westungsschlucht? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Westungsschlucht und gucken mal, wo da was sein soll. Weil da waren wir auch schon überall eigentlich. Aber bevor wir das machen, ist der Part auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand es auf jeden Fall cool. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.